Hallo liebe Reisefreunde und herzlich willkommen in der belgischen Stadt Gent. Gent ist die Hauptstadt der Provinz Ostflandern und befindet sich am Zusammenfluss der Flüsse Schelde und Leie. Der Vrijdagsmarkt ist einer der ältesten und bedeutenden Plätze im historischen Zentrum von Gent. Der Platz hat eine lange Geschichte und war schon immer ein zentraler Treffpunkt für Einwohner der Stadt. Im Mittelalter fanden hier nicht nur Märkte, sondern auch Feste und sogar Hinrichtungen statt. Wir erreichen den Korenmarkt, der von historischen Gebäuden umgeben ist, die Bars, Restaurants und zahlreiche Geschäfte beherbergen. Der Korenmarkt stammt aus der Zeit, als hier Getreide gehandelt wurde, das über die Leie und die Schelde nach Gent gebracht wurde. Wir erreichen den Belfried aus dem 14. Jahrhundert, der mit einer Höhe von 95 Metern die Skyline der Stadt dominiert und einen atemberaubenden Blick über die Altstadt bietet. Direkt dahinter befindet sich die San Brevo-Kathedrale. Die Geschichte dieser beeindruckenden römisch-katholischen Kathedrale reicht bis ins 10. Jahrhundert zurück. Ursprünglich als Kapelle zu Ehren Johannes des Täufers erbaut, wurde sie im Laufe der Jahrhunderte mehrfach erweitert und umgebaut. Die Architektur der Kathedrale spiegelt verschiedene Baustile wider, von romanischen Überresten bis hin zu gotischen und barocken Elementen. Sehr sehenswert ist auch die beeindruckende Rokokokanzel, die mit ihren reichen Schnitzereien religiöse Szenen und Engel darstellt. Vom Eingang der Kathedrale hat man einen guten Blick auf den Belfried und die davorstehende St. Nikolauskirche. So ein Citytrip macht durstig und da Durst bekanntlich schlimmer als Heimweh ist es Zeit, etwas dagegen zu tun. Wir begeben uns zur Graaslei. Diese ist eine der malerischsten und historisch bedeutendsten Straßen in Gent. Sie liegt am rechten Ufer der Leie und ist bekannt für ihre beeindruckenden Giebelhäuser, die mehrheitlich aus dem Mittelalter und der Renaissance stammen. Die gegenüberliegende Uferstraße Korenlei ergänzt die Graaslei und bietet ebenfalls eine beeindruckende Architektur. Dieser Bereich ist ein Muss für jeden Besucher von Gent und bietet eine perfekte Kulisse für einen gemütlichen Spaziergang oder eine Bootstour auf dem Fluss. Wir erreichen die Burg Gravenstein, die heute leider schon geschlossen ist. Wir werden sie aber mit euch am nächsten Tag besuchen. Versprochen. Der nächste Tag beginnt zunächst sonnig, als wir in unserem schönen Hotel erwachen. Wir fahren mit den Fahrrädern erneut ins historische Zentrum, das euch ja bereits schon für seine beeindruckende Architektur, lebendige Kulturszene und seine malerischen Kanäle bekannt ist. Unsere heutige Tour führt uns weiter zum großen Beginenhof St. Elisabeth, der zwischen 1873 und 1874 erbaut wurde und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Beginenhof umfasst insgesamt 80 Häuser, 14 Konvente, eine Kapelle und eine Kirche.
Bewohnt wurden diese Gebäude von Beginen, bei denen es sich um alleinstehende Frauen handelte, die in einer religiösen Gemeinschaft lebten, ohne formelle Gelübde abzulegen. Zurück in der Altstadt parken wir unsere Fahrräder auf dem zentral liegenden Korenmarkt. Wir bewundern noch einmal die schönen Häuser an der Leie und bewegen uns dann, wie versprochen, zur Burg Gravenstein. Die Burg ist eine beeindruckende mittelalterliche Festung und eine der größten Wasserburgen Europas. Sie wurde im Jahr 1180 von Philipp von Elsass, dem Grafen von Flandern, erbaut und diente als Residenz der Grafen bis ins 14. Jahrhundert. Die Burg ist bekannt für ihre gut erhaltene Architektur, die einen Einblick in die militärischen und zivilen Bauweisen des Mittelalters bietet. Von den Zinnen hat man einen wunderbaren Rundblick über Gent. Die Toilette, der sogenannte Aborterker, war oft nicht besonders komfortabel, da es dort zugig und kalt sein konnte. Zu den bemerkenswerten Merkmalen dieser Burg gehört die Ringmauer mit ihren 24 Türmen und der zentrale Burghof. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Burg auch als Gericht, Gefängnis und als Münzstätte genutzt. Wir hoffen, dass euch dieses Video über Gent gefallen hat und würden uns sehr über ein kostenloses Abo und einen Like von euch freuen. Bis zum nächsten Mal.